Herzlich willkommen zu einem neuen Car-Girl-Video von uns. Wir sind noch auf der Essen Motor Show und heute stellen wir die liebe Denise vor, die Denise Ritzmann. Denise ist zum zweiten Mal Queen of Europe im Driften und sie hat ihren E30 mit auf der Motorshow. Und jetzt gehen wir mal hin und stellen sie euch mal vor. Wir haben sie, glaube ich, im Essen Motor Show Video schon einmal kurz gezeigt beim Driften in der Drift Arena. Und jetzt laufen wir mal zu ihrem Stand und stellen sie euch mal vor. Bis gleich. Wir sind jetzt gerade bei der Denise am Stand. Erstmal, hi, vielen lieben Dank, dass du dich bereit erklärt hast. Immer gerne. Mit im Video drin zu sein. Und kannst du dich mal ganz kurz vorstellen? Also ich bin Denise Ritzmann, bin 30 Jahre alt, drifte seit 10 Jahren und bin zweifache Europameisterin, wie man hier auch sieht. Hab jetzt hier mein altes Auto dabei. Das ist mein Meisterschaftsauto von 2018, also von letztem Jahr. Das neue steht zu Hause, ist gerade im Aufbau für 2020. Ja. Gerade alles einfach neu machen, schön machen wieder. Und ja, deswegen haben wir jetzt den Kleinen dabei. Darf ich mal fragen, wie du dazu gekommen bist zum Driften? Ja klar, natürlich darfst du fragen. Du darfst alles fragen, was du magst. Ich saß mit 8 zum allerersten Mal im Go-Kart. Also schon ganz klein auf. Mein Bruder ist früher Meisterschaft gefahren. Er hat ja ein bisschen angesteckt. Genau, und da war ich ein Jahr lang immer dabei. Und ja, dann habe ich mir Ende 2009 ein Auto gekauft. Ein E30 Touring 325, leer geräumt, einfach nur das Differential zugeschweißt, mehr nicht. 100%. Bin auf ein Training gegangen, habe gedacht, ich probiere das mal aus. Hat super funktioniert, hat perfekt geklappt, hat mega Spaß gemacht. Ich habe dann den Sonntag gleich noch nachgebucht. Ja, und dann habe ich angefangen. Und hier hast du jetzt deinen alten E30 mit. Ich würde Genau. sagen, den schauen wir uns einfach mal jetzt zusammen an und gucken mal, was du umgebaut hast. Was war das jetzt ursprünglich für einer? Also die Technik, die war bereits alles schon im Touring drin. Ja. Also den Touring haben wir zum allerersten Mal, war ein M50 drin, also ein 2,5 Liter von mir36. Danach haben wir den M3 eingebaut. Ja. Und der M3 und die komplette Technik haben wir dann in eine Zweitürer-Karosse gebaut. Und die Zweitürer-Karosse ist von einem 316. Ursprünglich. 316 war es mal. Ja. Schaut euch den mal an, der schaut mega geil aus. Können wir gleich mal zum Motor vorgehen? Ja, Original hat der 3 Liter, hast du ja gesagt. Genau, der 3 Haben Liter. die, glaube ich, so um die 286 286 PS. Ja. Was Genau. ihr habt jetzt einen Kompressor drin. Genau. Was macht der jetzt? 435 PS, 466 Newtonmeter bei 0,7 Bar Ladedruck. Krass, oder? Was wiegt das Auto? 1070. Krass, oder? Ja. Der wiegt einfach gar Nichts. nichts. Also der Obwohl geht alles noch Blech ist. Was habt ihr Ja. jetzt alles Ihr habt die Radhäuser ausgeschnitten und dann Einfach nur ein Stück ausgeschnitten, weil das Auto hat 60 Grad Lenkanschlag. Oh, krass. Und da brauchst du einfach ein bisschen Mit 60 Grad? Ja, Mega. ja. Darf ich mal fragen, wie viele Reifen du so am Wochenende vernichtest? Vorne tatsächlich zweimal im Jahr tauschen. Hinten, bei dem Auto ging es noch einigermaßen. Da waren es so am Wochenende ungefähr so 10 bis 14 Stück. Beim neuen sind es dann so 30 am Wochenende. Du hast dann einen Reifensponsor oder musst du die selber kaufen? Halb, halb. Okay. Also ich krieg Vergünstigungen mit den Reifen, aber kein komplett. Was sind das dann für Reifen? Die billigsten und Nein. schlechtesten? Oder Nein. man braucht auch teure Reifen zum Driften? Also das Fahrzeug hat extrem wenig Grip. Da fahre ich mit so, ja, Halbgrip-Reifen, aber kein Vollgrip-Reifen. Der neue hat 800 Newtonmeter. Diese 800 Newtonmeter müssen auch irgendwie auf die Straße kommen. Ja. Da fahre ich tatsächlich 265, 35, 18 Zoll Semislick. Okay. Was ist in deinem anderen E30 für Motor drin? Ein 7,4 Liter Chevrolet V8. Da geht auch einiges. Krass. Wir haben uns vorhin mal kurz so drüber unterhalten, weil wir lernen ja auch, also ich lerne auch gerade das Driften in meinem E36 und die Denise würde mir gerne auch das Driften mal zeigen oder beibringen, mal an einem Tag. Und da kommt
wäre ich eigentlich froh, wenn wir dann auch darüber nochmal so ein Video machen, so eine Sehr, kleine sehr gerne. Driftreihe. Das wäre mega geil. Ich freue mich immer drüber, wenn Frauen Lust haben, driften zu lernen, und ich wünsche mir immer, dass wir viel mehr Frauen im Motorsport sind. Wie ist das eigentlich in so einer Männerdomäne als Frau da zu fahren? Wird man da akzeptiert oder? Es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis man akzeptiert wird. Ja. Also am Anfang ist es wirklich so, die Frau, die da hinterher fährt, und die Frau, die da irgendwie... Ist ja kein Problem, wenn ich gegen die Frau fahre, wird ja total einfach. Und Kommt wahrscheinlich erst, wenn du mal ein bisschen zeigst, was du kannst und dann sagen genau. so, oh. Das Problem ist, im Training schaut dir keiner zu. Ja. In den Battles, wenn es im Training super funktioniert, willst du es im Qualifying und in den Battles den Leuten zeigen, weil da schauen die Leute zu. Ja. Dann wirst du total nervös, fährst einen Scheiß zusammen und dann stehst du da, super, jetzt denkt wieder jeder, ich kann nichts. Ja. Und dann gab es einen Zeitpunkt, 2000, ich muss jetzt lügen, ich glaube 14 war das, 13 oder 14, wollte ich aufhören. Weil ich einfach gesagt habe, ich habe keine Lust mehr, mich ständig beweisen zu müssen, ständig zu sagen, ich kann das aber und schaut doch mal und seht ihr das nicht? Schade halt, weil du eigentlich was aufgibst für andere Leute oder wegen anderen Leuten, obwohl du es Ich hatte halt einfach keine Kraft gut mehr, findest, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Kraft mehr. Und habe dann am Finale von Nürburgring Drift Cup gesagt, das ist mein letztes Event, ich höre danach auf. Da hatte ich mein Touring noch und bin mit 286 PS, da war ein Original S50 drin, ohne Kompressor und alles, habe ich 3 Autos rausgeschmissen mit über und habe bei den Battles mindestens 3, ich glaube sogar 4, die über 500 PS hatten, geschlagen und habe mich bis in die Top 16 vorgefahren, was eigentlich mit dem Auto fast unmöglich war, weil es einfach viel zu wenig Leistung dafür hatte. Und dann ist von dem Sieger, die Frau kam zu mir her und hat mir zuerst gratuliert als Ehemann. Kam her und hat gesagt, boah, gratuliert dir und so, alle sind zu mir hergekommen, habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? Und dann kam einer mit seinem riesen LKW-Truck und der ist wirklich, für mich war das, ich habe hochgesehen zu dem, kam zu mir her und hat gesagt, für mich bist du ein Fahrer. Wurde dann noch zur Essen Motorshow eingeladen, um da Race of Champions zu fahren damals. Und das war für mich alles so unmöglich, aber das war dieser Klick. Ja. Weil ich einfach gesagt habe, mir ist es jetzt egal, was die Leute denken, ich fahre jetzt einfach meins. Und ich war anerkannt, ich war ein Fahrer. Und für mich war es immer wichtig, ich wollte nicht Frau, Mann, das ist mir egal. Mir ist egal, ob ich gegen einen Mann fahre, mir ist egal, ob ich gegen eine Frau fahre, da mache ich keinen Unterschied. Ja. Für mich war es immer ganz, ganz wichtig, dass ich einfach nur anerkannt werde, ich bin ein Drifter. Egal ob Drifterin oder Männlein, Weiblein. Ja. War mir ganz egal. Klar, natürlich. Das können wir machen, sollen wir es wegmachen schnell. Machen wir so weg? Ja. Das ist doch was. Das ist mal ein Ding. Ja, Sowas fehlt dir auch noch. ja. Also Kompressor auf unseren 2 Liter, macht sich, wäre das sinnvoll? Naja, das wäre rausgeschmissenes Geld auf Der ist jeden zu Fall. klein, der Motor, oder? Dachte ich mir schon. Wir haben ja noch einen S50 irgendwo. Das stimmt. Was habt ihr jetzt alles am Motor technisch verändert? Der ist komplett neu aufgebaut. Also wirklich komplett neu. Es ist ein 3 Liter Block, 3 2 Liter Kopf, aber mit der Einzelwarnus vom 3 Liter. Wir haben andere Kolben drin. Die Pleuel sind kugelgestrahlt, damit das Material verdichtet wird. Kolbenringe sind maßangefertigt. Richtig Geld reingesteckt. Ja, also der Motor hat 15.000 € gekostet. Wow! 50 ist eine Geldvernichtungsmaschine. Heute. Ja, definitiv. Krass, ey. Ja. Neu geplant, Ventilführung neu eingesetzt, Ventilsitze neu gefräst, neue Ventile eingebaut. Die Ölwanne ist von einem i34, damit er in den 30 passt. Ja, hat der Motor so reingepasst? Oder? Ja. Also es gibt natürlich ein paar Umbauten, die du machen musst, damit ein E36-Motor in den E30 passt. Aber das ist eigentlich wirklich sehr einfach. Kabelbaum muss man umpinnen. Wir haben da so eine bisschen Speziallösung gemacht. Wir haben einfach einen Adapter gebaut. Auch. Das heißt, wir haben E30 Kabelbaum Auto, E36 Kabelbaum Motor und zwischendrin einfach einen Adapter. Und das hat so gepasst. Perfekt. Genau.
Kein Problem, aber alles zurück bleiben. Du brauchst andere Motorlager, andere Motorhalter. Da ist bei mir auf der einen Seite Diesel drin, E46, auf der anderen Seite ist E36 drin. Ein Halter ist selber geschweißt. Es kommt immer darauf an, wie er genau drin sitzt. Und wie hoch du ihn setzt, wie tief du ihn setzt, ist immer so ein bisschen unterschiedlich. Dann haben wir von einem Polo den Bremskraftverstärker. Der ist hier hinten drin, ganz klein. Der andere nicht reingepasst. Der ist viel größer, genau. Da passt die Ansaugbrücke vom S50 nicht drauf. Genau, ja. Dann der Kompressoraufbau. Was ist das, ein ASA-Kompressor, oder? Ja, ASA Turbomax. Und wir haben ihn halt nur auf 0,7 Bar abgestimmt, weil ich einfach wollte, dass A, der Motor Safe Map hat und B, wenn du halt mehr Ladedruck machst, hast du irgendwann keine wunderschöne Linie. Und er hat einfach von der Abstimmung her wirklich so eine Linie, du merkst gar nicht, dass der Kompressor Gleichmäßig. einstrichen, sondern er ist einfach, geht gleichmäßig nach oben, was du halt auch von einem 6-Zylinder M-Motor einfach typisch hast. Ist für dich jetzt diese S50-Charakteristik geblieben oder findest du, er fühlt sich jetzt irgendwie anders an? Natürlich außer dem Mehrdruck. Nee, gar nicht. Also ich hab wirklich- Ansprechverhalten ist Ansprechverhalten ist genau gleich. Du merkst gar nicht, dass der Kompressor einspringt, weil der tatsächlich erst bei 1,2 einspringt. Das heißt, dass er 1,5. Das heißt, dass er im Leerlauf nicht mitgeht. Ja. Hattet ihr schon mal Probleme mit dem Motor? Oder? Mit dem gar nicht. Wirklich absolut gar nicht. Also bist du zufrieden mit dem? Ein Traum. Welchen fährst du lieber? Den E36-Block oder deinen? Tatsächlich den V8, aber es liegt nicht wirklich am Motor. Klar, natürlich 600 PS, 800 Newtonmeter gegen 435 PS und 460 Newtonmeter ist natürlich Welt, ne? Aber es ist auch allein der Fahrzeugbau. Also der E30 ist zwar noch ein E30, hat aber nicht mehr viel mit dem E30 zu tun. Und hier ist einfach noch alles original. Da ist eine Sehr viel E30 BMW halt Hinterachse, noch, ne? genau, da ist eine E30 Hinterachse drin, da ist ein E36 M3 Getriebe drin, da ist ein ganz normales 188er Diff drin. Es ist eigentlich alles So deine original. heimliche Liebe eigentlich, das Auto. Ja, ich möchte ihn auch. Ich fahre ihn nicht mehr. Also ist dieses Jahr jetzt bin ich das erste Mal gefahren, gestern auf der Show. Ja. Einmal ist ein Kollege gefahren am 24-Stunden-Rennen bei der Drift-Tour. Ich weiß nicht, die meisten haben es bestimmt gesehen, diese zwei Autos. Wir haben dich auch genau gesehen. gleich. Können wir Ja. mal einblenden? Ja, das ist, es war schon schön zu sehen und einfach mein altes Auto auch wieder auf der Rennstrecke zu sehen, weil ich bin mit dem einfach letztes Jahr Meister geworden. Ja. Mit der rot-grünen Folierung, wie bist du da drauf gekommen? Also grün habe ich schon seit sehr vielen Jahren. Früher war es immer schwarz-grün. Durch meinen Hauptsponsor Flex, die ja ihr Logo alles in Rot haben, wie man auch an dem Stand sieht, war das dann klar, dass das Fahrzeug rot wird. Aber ich wollte mein Grün behalten, dass einfach die Leute mich erkennen. Ja. Und es ist halt eine besondere Farbkombi. Keiner hat sie. Auffällig. Genau, es sind eigentlich zwei Farben, die nicht zusammenpassen, aber irgendwie sehen sie zusammen irgendwie dann doch geil aus. Was fährst du für Felgen, für Maße? Und was für Felgen? Also hier habe ich jetzt Asatec drauf, das sind vom alten Auto. Und ich habe auf dem neuen habe ich 59 Northfield, die ich über die Tuchgarage bekommen habe. Setzt du da eher auf leichtere Felgen oder achtet ihr da auf irgendwas bei den Felgen? Sie sollten nicht zu schwer sein. Es muss aber jetzt nicht mega leicht. Leicht ist natürlich nicht schlecht, aber es war sehr, sehr schwer in 18 Zoll 10er Felgen zu kriegen. So richtig breite Felgen, wo die 265er Reifen draufpassen. Beim Driftsport ist ja Felge jetzt nicht so das Hauptthema, weil die werden ja, durch tausendmal auf- und abmontieren vergewaltigt. Du wuchtest nichts, du fährst mal Genau. irgendwo dagegen. Also Genau. Kannst du ein paar Sachen zu deinem Auto erklären, was jetzt du brauchst für einen Drift? Also was so spezifisch ist dafür, um mitmachen zu dürfen? Also zu dürfen hast du deine ganzen technischen Anforderungen. Ja. Da ist jetzt keine Pflicht, dass du eine Sperre drin hast. Aber ohne Sperre kannst du nicht driften. Ja. Funktioniert nicht. Technische Anforderungen ist halt wirklich die Sicherheit. Also als Sicherheitsanforderungen, da kommt es auch immer drauf an, was du für eine Serie fährst. Es gibt von klein bis ganz groß und dann hast du auch unterschiedliche Reglements. Bei mir ist es jetzt so Zelle, Feuerlöschanlage,
Deine Gurte müssen mindestens 6 Punkt sein. Sie dürfen nicht abgelaufen sein. Sitze, Vollschalen mit Ohr. Ein Handsystem oder ein Simpson. Du brauchst einen 4 zugelassenen Anzug, 4 zugelassenen Helm, 4 zugelassene Schuhe, Handschuhe, wirklich das komplette Paket. Feuerfeste Unterwäsche. Also ich habe es mal zusammengerechnet. Ich habe 5.000 € ungefähr an. Allein nur an mir an. Kannst du uns kurz noch mal so eine kurze Auflistung von deinem Setup geben? S50, Kompressor, 0,7 Bar Ladedruck, 435 PS, 466 Newtonmeter, Handgeschalten, Original M3-Getriebe, 3 Liter, 5-Gang, 45% Lamellensperre in einem 188er Lift, Makrolonscheiben, Zelle, Handbremse, also eine hydraulische Handbremse, sogenannte Fly-Off, sagt man bei uns. Aber den Begriff kennt nicht jeder, sagen wir das mal so. Geschüsseltes Lenkrad ist einfach besser zum Driften. 6-Punkt-Gurt, Schalensitz, ja, das ist so mal grob alles zusammen. Was hast du für Fahrwerk? Fahrwerk ist in dem Carsport drin, im neuen KW. Weißt du, was das ganze Komplettpaket ungefähr verschluckt hat an Geld? Das Auto so roundabout 50.000 €, was da wirklich reingeschlossen ist. Vom Wert her würde ich ihn jetzt auf 30 vielleicht schätzen oder so. Den neuen habe ich gebraucht von einem anderen Drifter aus Polen für 30 gekauft. Wenn du den selber bauen würdest, schon allein der Motor, bis der da drin ist, 25.000 €. Das Getriebe ist auch ein Ami-Getriebe, was 6.000 € kostet, ein 6-Gang-Schaltgetriebe. Das Differential ist ein Quick Change. Das ist total genial übrigens fürs Driften. Man kann innerhalb von 8 Minuten die Übersetzung tauschen. Sehr krass. Also ich habe 10 verschiedene Übersetzungen dabei. Das läuft aber im Öl, das Differential. Ja. Und du machst einfach den Deckel weg so schnell oder wie? Nee, wie funktioniert Soll ich dir das erklären oder soll ich den Leuten das erklären? das? Auch ich würde sagen beiden, weil mich interessiert auch brennen. Ja, das kommt aus Amerika, das Differential. Das ist ein sogenanntes Quick Change, Winters Performance. Es ist in 2 verschiedene Kammern geteilt. Vorne hast du deine Lamellensperre oder Spool. Es gibt 2 Möglichkeiten, wie du haben kannst, also 100% oder 45% kannst du einbauen. Das geht dann über eine Achse in eine hintere Kammer, in der 2 Zahnräder laufen. Wo du hinten den Deckel aufmachst, das sind 8 Schrauben, machst du auf, laufen ca. 100 ml Öl raus, weil es ja die separate Kammer. Und dort 2 Zahnräder raus, 2 Zahnräder rein, durch klein, groß, unterschiedliche Größen hast du unterschiedliche Übersetzungen. Ja. Also im Endeffekt Welle rein, geht nach hinten an das Zahnrad, geht dann in die Sperre rein und dann raus auf die Achse. Krass. Wir versuchen mal, vielleicht kann man es mal... Mit einem Bild veranschaulichen? Ja, aber es ist auf jeden Fall ein krasses System, muss ich sagen. Aber das kann der dir super erklären, vielleicht kann er dir ein Video machen. Hallo. Wir können das auf jeden Fall machen. Ja. Ja. Das wäre auch sehr anschaulich für euch dann nochmal. Genau, weil das einfach halt was Neues ist, was in Europa jetzt auch noch nicht so oft gefahren wird, aber einfach eine geniale Technik ist. Und gerade wenn du es dann nochmal zeigst, ist es ja dann für die Leute ja gerade nochmal verständlicher. Ja, wir revidieren das im Winter und wenn es bei mir in der Werkstatt ist, dann können wir das machen. Kommt ihr vorbei? Das wäre doch auch eigentlich mal ein voll interessantes Video für die Leute. Also wenn jemand Bock drauf hat, mal bei dem jungen Herrn hier zu sehen, wie man so einen Diff baut für Drift und Rennstrecke. Dann drunter schreiben, kommentieren. Und wir haben jetzt noch ein paar Fragen von Instagram für dich. Ja, Das war genau dein Zeichen. er kam genau zum richtigen Moment, wa? Und wir wechseln jetzt mal kurz die Location, denn hier ist es nämlich ein bisschen laut zum Fragen beantworten und da sehen wir uns gleich wieder. Kommen wir mal zu den Instagram-Fragen. Wir hatten ja ziemlich viele Fragen, weil die Leute sich extrem dafür interessiert haben. Ja, fand ich super toll übrigens. Und ich Oh. hoffe, dass wir alles beantworten können. Es müsste mehr Autos und Motorsport-begeisterte Frauen geben. Das haben wir ja vorher schon gesagt. Ja, vielen Dank an dich, definitiv. du machst das super. Genau. Dankeschön, Dankeschön. Für mich ist es auch immer ganz, ganz wichtig und das ist auch gerade die Präsenz, die ich den Leuten zeigen will. Frauen können das auch. Frauen, traut euch. Gerade mit dieser Geschichte, wo ich gesagt habe, ich möchte aufhören. Ja. Gerade das. Zieht's durch. Egal wie lange es dauert, zieht's einfach durch. Weil genau wir können das auch. Ihr seht's, da draußen standen 2 Pokale, wir können das.
wir schaffen das genauso. Ja. Schraubst du auch selber? Auf jeden Fall mega. Ja. Ich schraube tatsächlich selber. Definitiv. Ich habe eigentlich Maschinenbau studiert. Oh, krass. Ja. Ich habe Maschinenbau studiert. Hatte dann ein bisschen Probleme, weil ich eine Frau bin, einen Job zu finden. Hab dann 3,5 Jahre lang BMWs geschlachtet und geschraubt. Hey. Ja. Also auch Auto. Und jetzt fange ich ab 1. Dezember bei der DEKRA an als Prüfingenieurin. Das ist ja auch geil, oder? Ja. Das ist ja richtig geil. Also wenn irgendeiner eine Hauptuntersuchung braucht, könnt ihr dann zu mir kommen. Wie viele Autos hast du und welche? So, aktuell sind es 4, Ui. weil unser Bus leider verreckt ist. Oh. Ja, Was war der? Motorschaden. Oh. Ja, den hier, wo wir drin sitzen, E30 mit S50 Kompressor. Dann habe ich den E30 mit 7,4 Liter LSX V8. Dann habe ich einen E36 Kompakt, Ah, geil. Auch 323. Der sieht ein bisschen zerrüppelt aus. Das ist nur meine Missile. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort schon mal gehört habt. Missile sagt man bei uns Trainingsfahrten, also Trainingsfahrzeuge, die von der Technik top sind. Uns ist aber nicht interessiert, weil sie außen schon durchgerostet sind, schon Dellen haben, dass es uns einfach nichts ausmacht, wenn wir auf Vollkontakt fahren. Okay. Um halt diese Battles zu üben. Ja. Weil bei den Battles sollst du ja so nah wie möglich dran fahren, den Vordermann kopieren und das am besten halt Tür an Tür. Das zu trainieren, haben wir sogenannte Trainingsfahrzeuge, Missiles, mit denen wir das einfach üben. Oh, okay. Was gibt's da noch? Ihr habt dieses, ja, ist halt ähnlich wie Lead and Follow und was müsst ihr dann noch machen? Was für Qualifikation oder? Wir haben einen Qualilauf, 2 Stück, der Beste zählt. Eine Jury sitzt da und bewertet dich nach verschiedenen Kriterien. Kriterium 1, Linie. Kriterium 2, Winkel. Kriterium 3, Style. Und Kriterium 4, Speed. Bei der Serie, wo ich war, haben wir eine sogenannte Driftbox auf dem Auto, wo Speed und Winkel misst. Und Style und Linie wird von der Jury bewertet. Okay. So, deine beste Runde zählt, dementsprechend hast du dann ein Qualifying. Die besten 32 kommen weiter und fahren dann sogenannte Top 32 Battles im K.O.-System. Das heißt, 1 gegen 32, 2 gegen 31, 3 gegen 30 und so weiter und so fort. Wir fahren im K.O.-System, hast du ein Top 16, K.O.-System hast du ein Top 8, Top 4 und so weiter. Ein Battle besteht immer aus 2 Runden. Runde 1, der besser Qualifizierte fährt vorne raus. Du fährst die Linie dann nach. Und du fährst die Linie hinterher. Auch wenn der eine Kacklinie fährt, die eigentlich nicht vorgegeben ist, musst du diese kopieren. Das ist nicht ganz so einfach. Und vor allem nicht so nah bei 160, 170, 180 km/h. Ja, aber macht Spaß. Und dann wechselt man und der andere fährt vorne draus und der andere hinterher. Und das wird jeweils immer mit 10 Punkten bewertet. Das heißt, wenn sie beide gleich gut waren, sind es 5-5. Wenn einer ein bisschen besser war, 6-4 und so weiter und so fort. Was fasziniert dich am Driften? Einen instabilen Zustand stabil zu halten. Nein, so blöd wie es klingt, ist es wirklich so. Also im Endeffekt, wo Leute sagen, sie können diesen Zustand kann man nicht beherrschen. Und das geht gar nicht, das funktioniert gar nicht. Nein, wir tun es funktioniert wirklich. Wir tun es einfach genau einleiten und genau wieder aufhören, auf den Punkt. Und das ist einfach das, was ich so besonders finde am Driften. Letzte Frage. Bekommst du auch einen perfekten Drift mit leistungsarmen Autos hin? Klar, ich habe ja mit 170 PS angefangen. Ich finde es auch immer ganz, ganz wichtig, wenn ihr mal Bock habt anzufangen zu driften, wenn ihr es richtig lernen wollt, unter 200 PS anfangen, weil dann lernt ihr das Driften. Wenn man ich sag immer, wenn man ein Fahrzeug so mit 400-500 PS nimmt für den Anfang, das lernst du nicht. Das lernst du einfach wirklich nicht. Du spielst halt dann einfach mit deiner Leistung, die du hast, aber du lernst nicht auf Linie zu fahren. Und wenn du halt nur 170 PS hast, musst du die Linie perfekt treffen, jetzt gerade auf schnellen Strecken, dass es überhaupt funktioniert. Und mein Trainingsauto hat auch nur 170 PS und mit dem gehe ich auch fahren. Und da könnt ihr gerne vorbeikommen am 28., 29. und 30. Dezember in Hockenheim. Ja. Wir haben ja, also ich übe gerade mit einem 320 E36, der hat ja 150 PS und ich muss echt sagen, so, es ist schon schwer, das Auto überhaupt rumzubekommen. Aber das können wir doch eigentlich machen. Ich lade sie jetzt, ihr habt das alle gesehen, ich lade sie jetzt ein, einfach in Hockenheim vorbeizukommen, bei den 170 PS einfach mal mitzufahren. Machen wir.
Da gehen wir auf jeden Fall. Und dann nehmen wir dann eine Kamera wieder mit. Weil ihr ist ja nicht so weit. Ja, das stimmt, genau. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen lieben Dank, dass du dein Auto vorgestellt hast, dich vorgestellt hast. Wir sehen uns auf jeden Fall nochmal wieder, das lassen wir uns nämlich nicht entgehen. Dann vielen, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich jetzt an der Stelle schon verabschieden. Wieder fleißig Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr das Video fandet. Und dann sehen wir uns. Also ich hoffe, die sind alle so. Ja, natürlich. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Tschüss.